Wenn man jetzt mit Wegbegleitern von mir spricht, da ist der Sepp Maier immer ein Vorbild. Wenn er 3, 4 Sachen im Spiel bekommt und die macht er super, dann ist er ein ausgezeichneter Torwart. Im Grunde genommen würde ein Sepp ideal auch heutzutage in unsere Mannschaft passen. Ich habe nur einen rechten Fuß gehabt, aber der war wie eine Granate, war der mit dem Abschlag alles. Aber mit linken habe ich nur Bier holen können. Früher war das Torwarttraining nur kaputt machen. Du hast eine Viertelstunde nur rechts, links, auf, nieder, rechts, links, 20 Bälle, auf, zack, 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 zack. Und dann warst du nach 10 Minuten kaputt. Da hat der Trainer gesagt, das reicht. Oder nach dem Spiel, du hast das ganze Training mitgemacht, du bist die 100 Meter Sprint mitgemacht, Konditionstraining, Aschenbahn drüber gesagt, alles. Und der Trainer hat gesagt, jetzt machen wir ein Torwarttraining. Dann hat er wieder zack, 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 zack drauf gehabt und hat überhaupt nichts gebracht. Das war nur kaputt machen. Also er muss nicht körperlich total fertig sein, sondern er muss, wie soll ich sagen, richtig trainiert werden und da kommt er dann weiter. Und das habe ich eigentlich eingeführt, dass man nicht so als die Torhüter auf kaputt machen trainiert oder dass sie in den Kraftraum gingen und andauernd so Dinge und dann haben sie die Muskeln und können sich nicht mehr bewegen. Aber ich habe immer zum Ole Kahn gesagt, geh weg vom Kraftraum, der war lieber auf dem Platz. Für Geschmeidigkeit trainieren, da kriegst du Sprungkraft genug. Das kannst du nie oben mit deinen Handeln das alles hin trainieren, wenn du das auf dem Platz machst. Das hat er dann verstanden. Und das war meine These eigentlich. Wenn man jetzt mit Wegbegleitern von mir spricht, die ich jetzt kenne, ne, zum Beispiel Oliver Kahn oder jetzt auch meine Torwarttrainer, die ich bisher hatte, da ist der Sepp Maier immer ein Vorbild und auch gerade das, was du schon richtig beschrieben hast, ne, mit dem Umdenken und das spezifische Training für den Torwart, weil im Spiel hast du ja auch nicht 30 Bälle rechts, links und wenn du dann aufstehst, es geht ja darum, diesen einen Ball dann zu halten und das in eine Trainingsform zu bringen und den Transfer zu schaffen vom Torwarttraining halt auch in eine Spielsituation und die Spezifik eingeführt zu haben, das ist was ganz Besonderes und das braucht einfach unser Torwartspiel und deshalb redet jeder auch gut über den Sepp. Ja, er hat was revolutioniert. Es ist ja ganz normal, wenn die Mannschaft aufrückt, dass er dann nicht, so wie es früher war, dass er auf der Linie bleibt, ob er ein Sechser. Da muss er mitspielen und das macht er perfekt. Und das Mitspielen, das ist die Aufgabe des Torhüters, dass er mitspielt. Dass er nicht, wenn die Stürmer vorne am 16er sind beim Gegner, dass er hinten dann so rum und unterhält sich mit den Zuschauern. Du kannst nur mitspielen, wenn du nah am Geschehen bist. Wenn du auf der Linie bleibst, bist du nah am Geschehen, da bist du 50 Meter weg. Und desto näher da dort bist und das verfolgst, das musst du machen, wenn du ein super Torwart bist. Und das ist er ja. Und er hat jetzt natürlich die technischen Feinheiten, was er hat. Das habe ich zum Beispiel nicht gehabt, dass er rechts und links gleich. Ich habe nur einen rechten Fuß gehabt, aber der war wie eine Granate, war der mit dem Abschlag alles. Aber mit linken habe ich nur Bier holen können. Ich habe einen linken gehabt, dass ich nicht umfalle. Ich glaube, der Sepp, der würde ideal auch in die heutige Zeit passen einfach, ne? Weil er auch schon immer an Fortschritt gedacht hat, an das Mitspielen und ans Rauslaufen und auch an Flanken und ich komme jetzt raus und dann auch in Sachen Kommunikation. Das sind genau die Dinge, die uns tagtäglich auch beschäftigen, ne? Und deshalb würde ich gar nicht sagen, dass es eine andere Welt ist. Natürlich entwickelt sich was weiter und vielleicht wird aufgrund der Regeln, die wir heutzutage haben, der Fußball vielleicht ein bisschen schneller fort, aber im Grunde genommen würde ein Franz, würde ein Sepp ideal auch heutzutage in unsere Mannschaft passen und da wären sie auch Weltklasse-Fußballer. Ja, man muss schon sehr selbstbewusst sein, mutig sein und auch das ausstrahlen. Ich denke, dass es, glaube ich, für uns wichtig ist, dieses Selbstbewusstsein zu haben, weil sonst bist du für das Torwartspiel gar nicht geschaffen. Ja. Weil wir sind die letzten Männer, wir sind diejenigen, die dann auch den Mut haben müssen, dem Gegenüber zu zeigen, an mir kommt ihr jetzt nicht mehr vorbei und wenn du diese Eigenschaften nicht hast,
dann glaube ich, kannst du vielleicht irgendwo vorne spielen oder so, aber du brauchst einfach dieses Selbstbewusstsein, um zu sagen, ich bin jetzt Torwart, weil du bist der letzte Mann, du bist die Lebensversicherung der Mannschaft und dieses Selbstverständnis haben wir Torleute und deshalb sind wir dafür auch gemacht. Weil sie immer sagen, vor was für einem Stürmer hast du am meisten Angst? Das ist so ein Blödsinn, ich habe überhaupt keinen Stürmer Angst. Im Gegenteil, die Stürmer müssen vor mir Angst haben. Dann bin ich ein richtiger Torwart. Und dann habe ich gesagt, vor dem Stürmer, wo ich Angst habe, der spielt Gott sei Dank in meiner Mannschaft, nämlich der Gerd Müller, habe ich immer gesagt. Ja genau, habe ich recht gehabt. Also ich glaube jetzt, dass wir bei Bayern nie ein Torwartproblem hatten, dass wir einfach durch die Epochen immer unsere guten Torhüter hatten und auch alle, sage ich mal, für eine gewisse Epoche standen, dass wir viele Legenden einfach hatten und dass es so in der Zukunft auch immer weitergehen wird. Aber das waren nicht deine Schuhe, oder?